Das Wochenende jetzt war sehr intensiv, sehr, sehr spannend, weil in dieser Kategorie U19 so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Personen einreichen aus so vielen verschiedenen Altersgruppen und unglaublich inspirierend ist und schön und manchmal auch verstörend zu sehen, wie viel die schon wissen, ja, was sie schon können, was sie vielleicht nicht so gut können und diese Bandbreite mitzukriegen. Also das ist fantastisch. Ja, auch die Zusammenarbeit in der Jury und das gemeinsame Bearbeiten der Projekte war ein sehr spannender Prozess, tatsächlich auch in unserem Fall ein relativ harmonischer, muss man so sagen. Und es war trotzdem bis zum Schluss spannend und ja, auf jeden Fall ein bereichernder Prozess für uns. Ich würde sagen, nicht nur die Corona-Pandemie, sondern einfach der psychische Belastungszustand der jungen Generation ist was sich da sehr stark durch die Arbeiten gezogen hat und der sozusagen eins der Hauptfaktoren, Hauptthemen war, die in künstlerischen Arbeiten auch teilweise sehr stark ausgedrückt wurden. So. Und das war natürlich für uns als Jury schon auch ich will nicht sagen Überraschung, aber doch überraschend, in welcher komprimierten Form das auf uns zugekommen ist. Und das hat dann schon sehr stark auch eben die Finalentscheidung, aber auch generell die Einordnung der Themen und Inhalte sehr maßgeblich beeinflusst und uns alle schon auch, ein bisschen schockiert, würde ich fast sagen. So, ja. Ja, ich würde sagen, so wie in anderen Bereichen auch, ist die Pandemie eine Lupe. Ja, sie hat das jetzt nicht notwendigerweise erzeugt, was wir da sehen, sondern sie hat einfach was verstärkt und was sichtbarer gemacht, was ohnehin schon seit einigen Jahren tatsächlich da ist. Und da geht es einfach um sowas wie Formulieren von Perspektiven. Das ist das, was wir uns vorstellen, was junge Menschen tun, als würden sie das automatisch machen. Und diese Perspektiven, die jetzt formuliert worden sind, vor allem von den Älteren innerhalb dieser Kategorie, ist einfach eine der, also die Analyse, die wir da bekommen, die ist eine verstörende, die ist eine aufrüttelnde und die ist eine, wo wir das ist quasi sowas wie ein Weckruf, den wir hören müssen. Ich würde mal sagen, also wir sind beide frisch als Juroren sozusagen. Es ist auf jeden Fall für mich jetzt das erste Mal, habe ich mir wahrscheinlich schon noch mehr Digitales erwartet sozusagen. Wir haben aber jetzt, ich würde jetzt sagen, das war nicht besonders auffällig. Was stark ist, glaube ich, die Tendenz zum Film. Ob der jetzt analog oder digital aufgenommen wurde, das kann man da gar nicht so raussehen. So. Das ist eigentlich eher was man merkt und vor allem, weil es, glaube ich, an der Stelle wiederum eins der Ausdrucksmittel ist, wo die am direktesten diese Themen bearbeiten konnten. So, deswegen glaube ich, ist das schon, also ich würde sagen, man hat eher gemerkt, dass die Künstler schon sich die Mittel gewählt haben, mit denen sie ihre Themen am stärksten transportieren können und weniger eine, sag ich mal, modische Tendenz zu analogen Stilmittel oder so, konnten wir jetzt nicht so stark raussehen. So. Also ich sehe das auch ähnlich in der Gesellschaft, gerade bei der Jugend merkt man das sehr stark so, aber an der Stelle hätte ich das jetzt nicht so analysiert. Ich würde auch denken, es ist, glaube ich, vor allem das, welche Werkzeuge ihnen ohnehin zur Verfügung stehen und wie sie mit denen lernen können, umzugehen. Und wenn das halt das Smartphone ist, mit dem man dann einfach schon einmal schnell mal einen Film machen kann, dann ist es irgendwie naheliegend, dass in dem Medium irgendwie was passieren kann. Und zum anderen glaube ich auch, dass es, ich würde das jetzt einmal sagen, eine große Entspanntheit gibt von den Jugendlichen, welche Art von Technologien sie verwenden. Also ich glaube, es gibt da so ganz was Spielerisches, irgendwie zu sagen, okay, das passt gut für das und das passt gut für das und dann macht man das so. Es ist total schwierig. Es ist so, wir haben zwar sehr viele Preise in der Kategorie, aber wir haben dann zum Schluss, hätten wir trotzdem gern noch mehr gehabt. Und das ist auch deswegen schwierig, weil sehr viele von den Dingen überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Und das ist dann, wie soll man dann abwägen, ob das eine oder das andere Medium oder die eine oder andere Umsetzungsart dann die bessere oder spannendere ist.
Worum wir uns schon bemüht haben und bemühen, ist, dass es eine gewisse Bandbreite gibt in der Art der Projekte, die wir ausgewählt haben. Dass jetzt, sagen wir, nicht nur Computeranimation zu sehen ist oder nicht ausschließlich Filmprojekte, nicht ausschließlich Robotik, sondern dass wir versucht haben, so eine Mischung zu finden, damit es interessant ist für alle nächsten U19 ihrerseits wieder aktiv zu werden. Das betrifft nicht nur die Technik, Umsetzungstechnik, sondern auch die Inhalte. Die sind ja auch breit gefächert. Mit dem Create Your World kann man ja alles rein interpretieren und genauso ist das natürlich auch keine so einfache Aufgabe für uns, das alles gegeneinander aufzuwägen. Ist das jetzt thematisch am Punkt? Ist das jetzt in der Umsetzung stark oder ist das einfach auch als in dem Fall, sage ich mal, Wahl der Mittel, also diese Faktoren alle miteinander abzuwägen, ist natürlich eine Aufgabe, die nicht ganz einfach ist, bei dieser Bandbreite auch vom Alter, Stilistik, Inhalt. Naja, zum einen gibt es ja ein paar, die ohnehin schon formuliert sind. Ja, da geht es irgendwie um innovativ, der Altersgruppe entsprechend sozusagen schon vielleicht ein bisschen fähiger, ich weiß gar nicht, wie ich das gut nennen soll. Und da gibt es immer ein paar solche Kriterien. Und dann ist es tatsächlich aber auch noch innerhalb des Pools, und wir haben irgendwie so an die 130 Einreichungen gehabt in dem Bereich, einfach auch zu schauen, was ist eigentlich da. Also sozusagen untereinander zu schauen, was ist die Bandbreite, die zur Verfügung steht. Und auch nicht zu bewerten nach dem, was man vielleicht mal anders gesehen hat oder so, sondern wirklich die Dinge anzuschauen, die Projekte anzuschauen, die wir da am Tisch haben und dann im Gespräch mit den anderen Juroren und Jurorinnen zu verstehen, was ist das, was die Gruppe, die einzelne Person, das Duo, wie auch immer, was wollten die machen? Ja, für mich als Juror, der das erste Mal dabei ist, war das natürlich das Erarbeiten der eigenen Kriterien schon eine Herausforderung so. Also eben auch beim täglichen Leben doch ständig mit sozusagen Bewertung von kreativer Arbeit, sozusagen, das ist mein täglicher Job, sag ich mal, aber das sozusagen in diesen Bereich zu transformieren und diese ganzen Faktoren mit einzubringen, war auf jeden Fall auch ein Learning. Deswegen war das in der zweiten Phase nach der abgeschlossenen Bewertung zu Hause total spannend, dass in den 3 Tagen halt jetzt auch das gegenseitige Learning von den erfahrenen Juroren und damit einfließen zu lassen. Also das war auf jeden Fall auch ein sehr spannender Prozess, seine eigenen Kriterien, die man sich so setzt oder die vom Wettbewerb selbst definiert sind, zu schärfen und auch zu adaptieren. Das war auf jeden Fall ein sehr lehrreicher Prozess. Also erstens unbedingt einreichen. Ja? Es gibt verschiedene sozusagen auch Stufen, wie fertig ein Projekt sein muss. Das muss nicht unbedingt abgeschlossen sein, wenn das Konzept nachvollziehbar ist, dann kann das durchaus ein Teil werden von dem, was wir auf jeden Fall in die Auseinandersetzung mit reinnehmen können. Was wir gemerkt haben, ist, dass manchmal dass es toll wäre, mehr Fotos zu haben, zum Beispiel von dem, wie was funktioniert oder wie was entstanden ist, damit man das einfach ein bisschen besser nachvollziehen kann. Es schaut da überhaupt nichts, wenn die Texte ein bisschen länger sind. Also einfach großzügig sein mit dem Material, das sie uns zur Verfügung stellen. Weil wir haben bei anderen Projekten ein einziges Foto gehabt und einen kurzen Text. Und dann ist es sehr schwer zu verstehen und uns in diesen Menschen noch hineinzudenken, was er oder sie uns da irgendwie vermitteln wollten. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, das gut zu dokumentieren, auch gerne uns was zu kommunizieren bei dem Beitrag. Das ist ja auch eine Möglichkeit, mit den Juroren zu kommunizieren und neben der Darstellung des Werks sozusagen die Message mitzubringen. Aber das Wichtigste ist, do something und traut euch, da Sachen zu machen und lieber mehr einreichen, als sich nicht zu trauen. Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. So. Mhm.